Hi! Heute zeige ich dir meine Wohnung, meine tägliche Umgebung und erzähle dir ein bisschen darüber. Bevor ich anfange, möchte ich aber noch etwas loswerden. Wenn mir der Minimalismus eines gegeben hat, dann die Achtsamkeit, jeden Tag besonders zu machen, das zu schätzen, was ich habe und glücklich zu sein mit mir und meinem Leben. Es ist mir egal, ob ich 100, 1000 oder 10.000 Teile besitze, denn nicht das Material um mich herum, sondern das, was ich in meinem Herzen trage, macht mich reich. Wenn dir solche Videos gefallen und du gerne mehr von mir sehen möchtest, dann freue ich mich sehr über ein Abo von dir. Ich interessiere mich und mache Videos über Minimalismus, Achtsamkeit, den Haushalt und mehr. Wenn du also sowas gerne siehst, lass mir gerne auch einen Kommentar und einen Daumen nach oben da. Falls dir das Video nicht gefällt, du meine Wohnung unschön oder ungemütlich findest, dann darfst du auch das gerne kundtun. Aber denk immer dran, respektvoll und freundlich zu sein, tut nicht nur deinen Mitmenschen, sondern auch dir selbst gut. Und damit starten wir die Roomtour auch schon, und zwar im Schlafzimmer. Wir haben 2 Zimmer und insgesamt 60 Quadratmeter. In der Ecke steht unser Lesesessel, den unsere Vormieterin stehen gelassen hat, und in der Mitte findet die Couch ihren Platz. Diese ziehen wir nachts aus und schlafen dann darauf. Dann steht im Schlafzimmer auch unser Kleiderschrank. Und in der letzten Ecke steht noch ein kleines Schränkchen auf und neben dem unsere Hanteln und Sportmatten liegen. Gegenüber der Couch steht ein Kallax-Regal, auf diesem unser Fernseher steht. Tagsüber verstauen wir unsere Bettsachen im Bettkasten des Sofas und in der Ecke neben unserem Kleiderschrank steht auf einem kleinen Ikea-Lacktisch der Topper von unserem alten Bett, den wir ab und zu auch auf die aufgeklappte Couch legen. Dieser kleine schwarze Ikea-Lacktisch ist übrigens das erste Möbelstück, das wir so gekauft haben. Damals haben wir diesen in einem Second-Hand-Laden gefunden und direkt mitgenommen. Ich habe mir vor einer Weile auch ein Puzzle gekauft. Das hat seinen Platz auf zusammengeklebten Blättern und unter dem Teppich gefunden. Dann geht es auch schon weiter in das eigentliche Wohnzimmer. Zu Beginn, als wir eingezogen sind, war es auch wie ein Wohnzimmer eingerichtet, denn da stand die Couch noch hier und im Schlafzimmer das Bett. Da wir aber nur auf der Couch genächtigt haben, haben wir dann das Bett verkauft und das große Wohnzimmer etwas umfunktioniert. Im Grunde genommen ist es immer noch das Wohnzimmer, denn hier verbringen wir die meiste Zeit, wenn wir nicht schlafen. Aber typisch ist es wohl eher nicht, denn wie man sehr gut sieht, ist die eine Wand einfach nur mit unseren beiden Schreibtischen verziert. Damit ist es auch schon fast ein halbes Arbeitszimmer. Häufig essen wir auch zusammen am Schreibtisch und schauen dabei Videos. Der Ausblick aus der großen Fensterfront ist wirklich ein Highlight und bringt richtig viel Licht in den Raum. Auf der gegenüberliegenden Seite steht unser Bücherregal und noch eine weitere Kommode, die wir beim Einzug in unsere erste Wohnung übernommen haben. Außerdem noch meine Staffelei und meine Malfarben. Ich war am Überlegen, ob ich den Greenscreen für das Video abbaue, da aber tatsächlich fast immer dort steht, dachte ich mir, ich mache mir die Arbeit nicht, sondern zeige es einfach so, wie es die meiste Zeit ist. Unter meinem Schreibtisch liegt ein großer Alukoffer, in dem unsere Werkzeuge sind. Der Koffer ist mittlerweile bestimmt schon über 15 Jahre alt und hat damit auch einen hohen Erinnerungswert für mich. Lange Zeit hat er mir als Malkoffer gedient, bis er dann irgendwann zur Werkzeugkiste mutiert ist. Diesen benutze ich auch als Fußablage, dann hat er sogar noch einen weiteren Zweck. Im Flur steht noch ein Kallax-Regal sowie noch eines wie das Bücherregal und hinter dem einen Vorhang ist eine kleine Einbuchtung, in der sämtliche Kartons und Verpackungen Platz finden. Wir haben tatsächlich alle Kallax-Regale gebraucht gekauft, 2 davon sogar geschenkt bekommen. Da unsere gesamte Front im Flur kleine Fensterchen hat, haben wir dort direkt zu Beginn Vorhänge angebracht. Beziehungsweise ist dort ein Bettlaken und ein Vorhang gelandet und bisher haben wir es einfach so hängen gelassen. Dann geht es auch schon in unser kleines Badezimmer. Ich finde das Badezimmer wirklich sehr schön, die Schränke sind eingebaut und auch der Spiegel gefällt mir. Das Einzige, das mir nicht gefällt und worauf ich definitiv bei der nächsten Wohnung achten werde, ist, dass das Bad eine ordentliche Dusche hat. Denn diese ist wirklich so eng, dass ich mich kaum um mich selbst drehen kann. Ansonsten finde ich das Bad wie gesagt sehr schön und gemütlich und vor allem die Schränke finde ich super, auch wenn ich gar nicht so viel Platz bräuchte. Und dann geht es auch schon in das letzte Zimmer, nämlich die Küche.
Diese haben wir auch übernommen und verglichen mit unserer alten Küche, die nicht mal 2 Quadratmeter groß war, ist das ein absolutes Upgrade. Um eine kleine Vorstellung davon zu bekommen, was vorher unsere Küche war, blende ich diese einmal hier ein. Der Luxus einer Spülmaschine und ein normal großer Backofen sind wirklich was Tolles. Übrigens habe ich vorher in der alten Wohnung im Flur und auf der hellbraunen Kommode, die jetzt bei uns im Wohnzimmer steht, gekocht. Ein absolutes Lieblingsstück, das wir auch gebraucht über eBay Kleinanzeigen gekauft haben, ist unsere Tiefkühltruhe. Ich wollte unbedingt eine Truhe statt einem Schrank haben, da dort einfach mehr reinpasst und ich auch nicht so viel kaputt machen kann. Und die wird auch sehr fleißig benutzt. Unseren Trockner haben wir auch in der alten Wohnung gekauft und wollten diesen ursprünglich beim Umzug abgeben. Aber dann haben wir uns überlegt, für die 50 €, die man vielleicht noch für so ein Gerät bekommt, auch wenn es ja noch gar nicht so alt ist, da behalten wir es doch lieber, denn das ist uns der Verkauf auch nicht wert. Und ab und zu ist ein solcher Trockner ja doch sehr nützlich. Die Abzugshaube benutze ich gar nicht, da diese einfach total verschmutzt ist und ich diese auch nicht reinigen kann. Der Kühlschrank ist von 1991. Dementsprechend noch einige Jährchen älter als ich. Er funktioniert an sich einwandfrei, aber über die Energiekosten möchte ich gar nicht nachdenken. Wir haben uns leider noch nicht entschieden, ob es sich für uns hier wirklich lohnt, einen neuen zu kaufen, daher ist es bisher eben dieser geblieben. Ein paar Kartons und unser Grill stehen auf der Küchenfront, da wir einfach keinen Platz woanders dafür haben. Wir haben leider auch keinen Kellerraum, keine Abstellkammer, Garage oder sowas und müssen alles hier unterbringen und da ist mir bisher keine bessere Lösung eingefallen. Ansonsten finde ich unsere Küche aber wirklich sehr schön und vor allem unseren Küchentisch und die Stühle liebe ich. Denn auch die Möglichkeit, mal zusammen und sich gegenüber ein leckeres Essen zu genießen, ist purer Luxus, wenn man das jahrelang nicht konnte. Hinter der Tür finden unsere leeren Flaschen und unser Staubsauger Platz. Und das war's auch schon mit der Roomtour. Am besten gefällt mir unsere Küche und insgesamt sind wir super zufrieden. Ich hoffe, dir hat der kleine Einblick gefallen und es hat dich unterhalten. Mich interessieren auch deine Gedanken dazu, von daher lass mir doch gerne einen Kommentar da. Vielen Dank fürs Zusehen und mach's gut. Tschüss!